Hi Leute, willkommen zu Lagen bebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau und einige andere Sachen, je nachdem wie ich gerade so Lust und Laune habe. Heute zum Beispiel habe ich mal Laune, mal wieder so ein kleines Basic-Video zu machen. Und zwar hatte ich mir überlegt, mal ein paar Versionen zu zeigen, wie man halt aus Matte Nieten darstellen kann, beziehungsweise wie man die halt optisch machen kann. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch wieder. Denkt dran, abonnieren nicht vergessen. Schon mal Dank an alle, die mich schon abonniert wieder haben die letzte Zeit. Waren wieder einige. Besten Dank, damit unterstützt ihr mich auf meinem Kanal und das macht mir auch ein bisschen etwas Antrieb, wieder Videos zu machen. So, dann wollen wir mal loslegen. Bleibt dran, wir sehen uns. Dann wollen wir mal loslegen. Und zwar gibt es halt ein paar verschiedene Möglichkeiten. Die zeige ich euch jetzt mal so nach und nach. Ich muss mal gucken, ob ich hier auch noch ein paar andere Sachen habe. Ja, doch. So, unter anderem, wir fangen jetzt einfach mal so bei den einfacheren Sachen an. Ihr habt ja meistens, wenn ihr ein bisschen mehr baut, habt ihr ja immer hier vom Kernstab quasi hier diesen Mittelstreifen, ne, wo ihr dann den Kernstab einklebt. Wie ihr schon gesehen habt, der ein oder andere kann man den ja für alles Mögliche benutzen. In dem Fall gehen wir einfach hin. Wie gesagt, das ist jetzt eine von den Sachen. Erstmal hier ein bisschen abschneiden. Ich hoffe, dass der Cutter scharf hinein. Ja, so. Und zwar macht er hier so kleine Würfelchen. So ungefähr, können wir natürlich auch ausmessen. Ne? Habt ihr hier so ein paar Würfel. Dann geht er hin und schneidet er die zu den Seiten, erstmal zu zwei, dann dass er so eine leichte Pyramide hat. Ich muss gucken, immer schon gucken, dass er die, wenn es geht, bis unten auf den Boden schneidet. Dann klebt das nachher, kann er besser kleben und dasselbe macht er dann von der Mitte dann zu den anderen Seiten auch. Ich hoffe, dass man das so halbwegs erkennen kann. Ja. So sieht das dann aus. Dann habt ihr so eine kleine Pyramidenmiete. Niete meinte ich. Das könnt ihr dann so machen. Dann gibt es noch die Möglichkeit. Machen wir ein kurzes Stück ab. Können wir natürlich auch hingehen. Das ist natürlich jetzt 10×12. Besser wäre natürlich so 10×10 oder 12×12. Dann geht er hin, schneidet das so in der Mitte einmal durch. Dann habt ihr zwar nicht so ganz, aber das könnt ihr dann auch so machen. Dann habt ihr quasi schon mal, hier, das könnt ihr ein bisschen kürzen. Wie gesagt, da müsst ihr dann gucken, dass ihr dieselbe Länge nehmt und schneidet quasi nur dann so an den Ecken nochmal weg. Dann habt ihr nämlich auch so eine Pyramide. Ja? Geht natürlich schon auch bei größeren Sachen. Ja, könnt ihr dann auch so machen. Ich mache das jetzt hier bei dem Stück, das ist ein bisschen dickeres Teil. Habt ihr dann auch, also die Grundform habt ihr schon, schneidet ihr auch dann wieder. Das ist eigentlich dasselbe, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe, aber wie ihr seht, das geht auch bei anderen Sachen. Ne? So, das ist jetzt eine Version, wie ihr das machen könnt. Auf Seite. So, wieder hier auf der Ecke. So, bald muss ich mal wieder aufräumen. So, dann könnt ihr nehmen Locheisen. Kennt ihr ja hier für zum Beispiel bei Leder, um da Löcher halt reinzumachen. Müsst ihr natürlich immer gucken, dass ihr irgendeinen harten Untersatz nimmt, am besten mal aus Holz. Ich habe jetzt hier nochmal so ein kleines Stück genommen. Legt da drauf. Ja, den wollt man nicht so ganz. Und schon habt ihr quasi eine Niete. Ne? Ich hoffe mal, das kann man so sehen. Ja. Das ist dann somit eins der einfachsten Sachen. Könnt ihr dann, wie gesagt, Locheisen gibt es in verschiedenen Größen, je nachdem. Könnt ihr natürlich dann auch mit dickerer Matte machen. Also je nachdem, wie dicker die Nieten haben wollt. So, das ist jetzt hier ein bisschen was dickeres. Das Teil, das könnt ihr dann zum Beispiel, ich zeige mal, irgendwo noch, ich klebe das jetzt hier einfach mal so ein bisschen auf. Damit man das so ein bisschen sehen kann. Ich mache mal das andere Teil auch noch, das flachere. Das liegt dann quasi an euch,
was ihr lieber habt. So, dann habt ihr hier quasi so die Nieten. Ich hoffe, das kann man sehen. Bei denen, die ist dann natürlich ein bisschen weiter am Abstehen. Das kann natürlich dann auch schon mal passieren, dass sie vielleicht abreißen könnte, wenn er irgendwo hängen bleibt. Aber normalerweise halt nicht. So, mal schauen, im Lötkolben habe ich auch was angeworfen. Das ist dann schon gleich der Übergang zum nächsten Teil. Und wenn er dann hier so ein bisschen noch mit dem Lötkolben so über die Ränder geht, könnt ihr die noch so ein bisschen in Form bringen, dass das so ein bisschen aussieht, als wenn die da reingedengelt sind. Ja, indem man halt so ein bisschen hier drüber geht. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Ja. Dann sieht das so ein bisschen aus, als wenn man mit dem Hammer die drauf gedengelt hat. Das ist zum Beispiel auch eine Variante. Dann, ja, Moment, braucht man Schraubenzieher. Dann den Klassiker. So habe ich es früher eigentlich nur gekannt. Ja, aber man lernt ja dazu. Ich habe hier zum Beispiel noch von einem Heilerbesteck, da habe ich hier die Punkte gemacht. Dann holt er quasi hier das Ding raus, dass ihr quasi das leer habt. Ja, da kommt ein bisschen was rausgebröselt. Ups, so. Am besten irgendwo hinlegen, wo es gut aufliegt. Und dann drückt er das Ding quasi da drauf. Das ist eigentlich mit die einfachste und schnellste Variante mit ein paar Nieten darzustellen. Müsst aber allerdings aufpassen, das klappt nicht bei jedem Schaumstoff. Beim Waffenschaumstoff klappt das ganz gut. Aber dann gibt es auch noch Schaumstoffe. Ich gucke mal, ob ich noch was von dem Zeug hier habe. Der hier, das ist zwar auch, den kann man auch zum Waffenbau nehmen. Den nehme ich gerne immer für die Griffwicklungen, also für die Stangen und so was. Der ist ein bisschen anders von der Konsistenz. Da müsst ihr immer aufpassen. Das geht zwar, ja, ne, doch, bei dem geht es auch. Aber da gibt es welche, da habt ihr den Nippel in der Mitte nicht so. Das ist, der ist ein bisschen anders. Ich weiß nicht, was das für einer ist. Also der hier war anscheinend nicht. Aber da gibt es einen, kann auch sein, dass das verzot ist, aber normalerweise müsste das da auch klappen. Aber verzot habe ich so noch nicht groß mitgearbeitet. Naja gut, also wie gesagt, das sind jetzt hier so die einfachsten Sachen mit dem Lötkolben. Dann habt ihr hier zum Beispiel diesen Nippel. Das ist immer das Einzige, was hier ein bisschen problematisch ist. Hier kann schon mal, wenn er dann, sagen wir mal, ihr müsst das abziehen, das Latex oder Flexiband, dass die Nippel abreißen beim Abziehen. Das ist dann der Nachteil. Ne? Das ist dann, sieht dann nicht mehr ganz so schön dann aus nachher, wenn ihr nochmal neu macht. Das kann natürlich passieren. Muss jetzt nicht, aber kann. Ne? Soweit dazu. Ja, das war jetzt ein relativ kurzes Video. Mal wieder so ein bisschen von den Basics, wie man halt ein paar Versionen von Nieten. Da gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel mit dem Dremel habe ich schon gesehen. Das klappt, weiß ich aber nicht, ob das bei normalen Polsterwaffenmatten funktioniert. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Bei verzotte klappt es. Also gibt es Aufsätze beim Dremel. Entschuldigung, hab Kratzen im Hals. Wo man dann die Nieten auch mitmachen kann, indem man das dann quasi so wie mit dem Lötkolben reindrückt, aber dann halt mit dem Dremel fräst, so ungefähr. Gibt's auch. Naja gut, aber wie gesagt, das war mal wieder so ein kleines Video. Ich hoffe, dass das euch bei euren Sachen auch mal wieder ein bisschen weiterhilft. Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, wie man ein paar Nieten macht. Also relativ simpel, ist ja nichts Großartiges. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos. Das wird dann mit den Fackeln weitergehen. Wie gesagt, das hatte ich jetzt heute einfach mal kurz Bock drauf, mal so ein kleines Video zu machen. Ja, dann wünsche ich euch noch alles Gute. Denkt dran, abonnieren nicht vergessen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Wir sehen uns.